Ah, a digital artist. Nice. Ach, that's why you asked. Okay, alright. Ah, that's cool. Very nice. So, I think I will now just start Vampyr for now. I've wanted to play this for a while. Yeah, I think I will just I will change the category. Oh, damn it. 1 second. I'll be right back in a moment. I just have to Web-ID-Datei hat Konsequenzen, das Spiel speichert automatisch. Jetzt muss man Bildschirm erscheint, das Spiel gespeichert, bitte schließe das Spiel, das Symbol erscheint. Übernimmt die Verantwortung für die Taten. Okay. Ich muss aber ganz 1 second, I just have to fix my graphics settings. Because it's way too large. Ja, das sollten wir mal eben anpassen. Sync an. Yes. So. Lol, nee, ist immer noch. Hä? Das ist gerade. Ah, nee, Moment. Ah, I didn't confirm my changes. Alright. So. Jetzt aber. Ah, Audio. Zu laut, ey. Game is not even that old. And still the audio is completely well, that's no. Yeah, I think 6 is okay. Alright. Yeah, thank you for asking, but to be honest, I already have an artist I can utilize if I want something, and at the moment I don't have really that much that needs to be done to you know. So thank you for asking, but now I don't. But still, thank you for asking. It's really kind of you. So, neues Spiel. Normaler Modus. Erlebe das normale, originale Vampyr. Die Charakterentwicklung schreitet schneller voran, wenn du Bürger tötest. Okay. Die Schwierigkeit der Kämpfe hängt von der Anzahl der Bürger ab, die du tötest. Ah ja, es ist quasi wie in Dishonored, das is so there's some kind of chaos system like in Dishonored. That the environment changes depending on how many evil or dark deeds the protagonist commits. So, dann starten wir mal. In diesem Spiel hängt der Schwierigkeit. Ja, okay. Lol. Normally the game loads before I go to the main menu, but alright. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song.
'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Yeah, context, this game plays during the Spanish plague after World War I. And apparently there were also vampires involved. You just watched my creation. Achso, yeah, yeah, okay, why not? Yeah, cool, just send me a link and yeah, I can yeah, just send me a link via private message and I'll be happy to tell you what I think. That might be interesting. Oh, what's this then? So thirsty. Oh shit. Kennen wir sie? Do we know her? Or does she mistake us for someone else? Oh god. Oh scheiße. Mary! Oh shit. Mary! Hold on! Please, hold on! Oh god.
We just killed our own sister? Mary. That's messed up. No. Yeah, I should probably lower the settings a little. Sorry. Very dramatic moment, and I think about graphics and performance. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me. No! Don't shoot! Oh, bye. Well, This is a nightmare. yeah, it looks alright. I need to get out of here. I think I can leave it be for the time being. This can't be happening. Aber ich kann das so lassen. Ne? No! Oh Please, shit. Stop! I mean you no harm. Yeah. Like I said, the plan is to, yeah, What's going on? just look through all the games and, yeah, that I have about horror Mary. and, oh no. What's all this about? Oh, I need that one. Now, I can defend myself. Yeah, and maybe, Who are you? oh fuck, Stay back! lol, are those soldiers? Sorry, but you left me no choice. Oh, das Gameplay ist ja gar nicht so, wie ich es erwartet hätte. Who are you? Stupid beast! Lol, what are those guys? Are they soldiers or something? Sorry. Well, was wollte ich sagen? Was wollte ich noch sagen? Yeah, maybe I will come back to Outlast later at night when I feel more confident. But yeah. For now we will just zap through games and see Please, what transpires. Ah, okay, die können blocken. Who are you? Vielleicht mal. Ah ja, mit der Taste war das, ja. What do you want? Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, das Spiel. Looks interesting. Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht werde ich das auch mal let's playen. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Leech. Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? Ah, those Vampire Hunters. What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Ah. So Feels like it's burning me to the bone. So vampires don't act from the shadows, but people are actually aware of their existence. Huh. So it's not like some secret cabal, but people are actually know that they exist and actively fight them. Ow. Shit. I will feel that in the morning. So. I need to find shelter.
So. Is anybody there? What is this place? Yeah, you know what? I will lower the settings a bit. It pisses me off a bit. Oh, das, ja, die Schattenqualität können wir runterstellen. Ja, das will ich schon auf hoch lassen. Das kann auch runter. So. The place seems abandoned. I mean, I should be safe enough here. I mean, it wasn't that bad. I mean, it wasn't that bad, but yeah, it was kind of annoying how much it. Lagging is not the right word. What's the English word for ruckeln? Stuttering. Yes, stuttering. That's what I meant. Yeah, stuttering. Yeah. Yeah, it wasn't that much. I mean, the stuttering wasn't that bad, but yeah, it was still annoying. Now it should be a bit smoother. Yeah, at least a little more. Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Oh man, it's so annoying that I can't play Resident Evil. Yeah. Maybe there's one way to deinstall and reinstall it. But yeah, 1 second. I'm back at I'm back in a second. I think I need I'm trying something. I'm going to try something. Back in a minute. So, let's see. What was I? Yeah. Yeah. So, I'm not going to download Resident Evil again. Maybe it will work this time, let's see. But for now, I'm just going to continue to play Vampyr for now, I think. I mean, the game doesn't look uninteresting. Yeah.
Maybe I'm going to make a whole project out of it sometime. Maybe next year or something. I don't know. I have so many other games. To stream or let's play. I had better remain here until nightfall. This is basically my safe house. I see. Feuer und Sonne. Neues Sammelobjekt. Ja, ich muss das aber. Sorry, I do have to. I'm going to read it in German, if you don't mind. Blutsauger fürchten sich nicht vor der Sonne oder Feuer. Und sie verbrennen auch nicht oder werden zu Asche, wenn sie Tageslicht abbekommen. Aber es tut ihnen wirklich höllisch weh. Ich habe mal persönlich einen Vampir an einen Baum gebunden, um zu sehen, was passiert, wenn die Sonne aufgeht. Seine Haut schwärzte sich in ein paar Minuten, als ob er von innen verbrennen würde. Seine Knochen und sein Fleisch schmolzen und ich sah, wie sich seine unheiligen Knochen bewegten und quietschten, als das Monster den ganzen Tag versuchte freizukommen. Am Ende war er nur noch eine ausgetrocknete Leiche, die sich aber wiederholte, nachdem die Sonne hinter den Horizont untergegangen war. Ich schnitt ihm den Kopf ab, um ihn schlussendlich zu vernichten. Als ich dasselbe mit Feuer versuchte, verkohlte ein anderer Blutsauger für immer zu Asche. Feuer ist die Waffe unserer Waldbrüder. Man tötet die Biester am besten, indem man sie verbrennt. Aus kennt eure Feinde von Karl Eldritch. Eldritch. Nice. Anführer der Wache von Privin. Okay. Ja, das haben wir gerade schon bemerkt, dass wir mit. Ja, we just noticed that we obviously don't like fire very much. Oh, what's that? This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Ah, wir können die Erinnerungen von einem Ort abrufen. Huh. That's neat. Huh. Well, that one looks like a bloodsucker if I've ever seen one. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Okay. Also wurden wir von einem Vampir überfallen. Oh. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming!
The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Ja. No, it never got easy. But we certainly don't mind taking risks. So, Revolver. Feuerrate 10, nach der Zeit 15. Aha. Diese zuverlässige Dienstpistole ist die Ordnanzwaffe der britischen Streitkräfte. Okay. Ah. Bisschen arcadey, wa? Naja. As long as it doesn't take Suicide Squad levels of arcade, I don't mind. God, Suicide Squad. Rocksteady. Well, the mighty have fallen. But that's an entire different topic. The sun is high. I cannot leave now. Am I going to sleep right now, or what do I have to do next? Ah, there's a bed. Alright. Ah, was ist das? 15. Oktober. Schlecht geschlafen. Becky hat die ganze Nacht lang gehustet, das Fieber lässt sie fantasieren. Am Morgen hörte ich großen Lärm. Er kommt von einer riesigen Maschine, die ein paar Männer zum Ufer gebracht haben, um ein großes Loch zu graben. Eine Art von Schaufellader. Vielleicht könnte ich zu ihnen gehen und nach Arbeit fragen. Becky braucht Medizin. 16. Oktober. Ich habe mit den Männern am Schaufellader geredet. Sie sagten mir, dass sie überall in London Massengräber graben. Offenbar Vorsichtsmaßnahmen. Gibt es eine neue Epidemie? Kommt die Grippe zurück? Ach, die spanische Grippe war schon, oder was? Sie hatten keine Arbeit für mich. Becky hat letzte Nacht etwas geschlafen. Die Gießerei wurde geschlossen und es gibt hier keine Arbeit mehr. 19. Oktober. Ich ging nach London, um ein paar Lebensmittel und Medikamente zu finden. Keine Züge. Es hat den ganzen Tag gedauert, über die Themse und zurückzukommen. Becky scheint es besser zu gehen. Ich habe Suppe gekocht, die sie gegessen hat. Medizin habe ich keine gefunden. Nur ein paar Spritzen und Schlaftabletten auf dem Schwarzmarkt. Wir haben kein Geld mehr. Vielleicht schaffe ich es morgen ins Pembroke Hospital zu gehen. Es ist aber so weit weg und ich habe Angst, meine Frau so lange allein zu lassen. 19. Oktober. Becky hat sich ein paar Stunden dem Essen übergeben. Sie ist inzwischen so schwach, dass ich weinen möchte. Sie sagt, bei Nacht höre sie draußen Stimmen. Sie sagt, sie möchte Fleisch essen. Wo soll ich Fleisch hernehmen? Morgen werde ich das Haus gegen Plünderer verbarrikadieren. 21. Oktober. Die Männer mit dem Schaufellader haben aufgehört, das Massengrab auszuheben. Ich habe letzte Nacht Schreie gehört, als ob sie angegriffen wurden. Jetzt gibt es nur noch Boote, die Tag und Nacht Leichen in das riesige Loch werfen. Der Gestank ist furchtbar. Wir hätten das Haus schon vor einer Woche verlassen sollen. Doch Becky, sie weigert sich zu gehen. Sie will lieber sterben, hat sie mit einem scheußlichen Lächeln gesagt. Wieso quält sie mich so? 22. Oktober. Becky hat mich eben angefallen. Sie hat mich von der Treppe aus angesprungen und hat versucht, mich zu beißen. Ich musste sie schlagen und sie hat zurückgeschlagen. Ich bin nach oben geflüchtet und habe mich im Schlafzimmer eingesperrt. Ich höre sie jetzt unten jammern und etwas murmeln. Ich habe die Waffe geholt, die ich seit dem Krieg zum Schutz des Hauses über der Zimmerdecke versteckt hatte. Ich bin jetzt tatsächlich bereit, sie einzusetzen, um mich vor meiner eigenen Ehefrau zu schützen. 23. Oktober. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Becky hat die ganze Nacht hindurch an der Tür gekratzt, mich um Hilfe gebeten und angefleht, sie zu öffnen, aber ich habe zu viel Angst. Ich warte jetzt nur noch auf ihren Tod. Es dauert nicht mehr lang. Ich bete, dass Gott es bald beenden wird. Ah, also war Becky die da unten, ne? Die wir da gerade gesehen haben. 15. Oktober. Heute Morgen war ich so hungrig. Ich habe fast runter zu gehen. Becky hat in dem Sessel beim Kamin gesessen. Sie hat wie ein Hund gehechelt und mich beobachtet, ohne sich zu bewegen. Nur ihre Augen sind mir durch den Raum gefolgt. Ich habe mit der Waffe auf ihr wundes Gesicht gezielt, doch sie hat nichts getan. Ich konnte nicht abdrücken. Ich bin zurück in mein Zimmer gegangen. 25. Oktober. Das Haus ist still.
What the fuck? Hey! Was soll das? Ich hab gar nicht die Pause-Taste gedrückt. 25. Oktober. Das Haus ist still wie ein Grab. Keine Geräusche mehr. Becky ist jetzt tot. Vergib mir, meine Liebe. Ich konnte dich nicht retten. Ich werde früh genug wieder bei dir sein. Ah, deswegen hat er sich dann ermordet. Also, Selbstmord begangen. Oh Mann. Arme Sau. Sorry to hear that. Ist da noch irgendwas? Hey, es ist Halloween. Ich darf mich auf diese Weise lustig machen. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Oh shit. Okay. Boah, das Spiel ist heftiger als ich dachte. Okay, ich glaube, das Spiel ist mir keine andere Wahl, oder? Ja gut, dann machen wir das eben. Ich hätte vielleicht eine Trigger Warning noch reinbauen sollen, aber... ja gut, kann man ja nicht vorher wissen, ne? Ja, ganz ehrlich, ich meine, wenn das hier ein Halloween-Horror-Game-Stream ist, dann muss man auch ein bisschen damit rechnen, dass solche Szenen auch kommen, finde ich. Also... Ja, eine Trigger Warning ist doch fast schon übertrieben, meiner Meinung nach. Ich glaube, du hättest ich fürchte, du hättest auf den Kopf zählen müssen, Bro. Oh, okay. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who turns blinding sunlight into a glowing reflection. Entwicklung. Betten im Unterschlupf ermöglichen es dir, sich zu entwickeln und auszuruhen. Sammle Erfahrungspunkte, um Stufen aufzusteigen und deinen Vampirsinn zu verbessern. Autophagie. Beginne mit der außerhalb verfügbaren Fähigkeit. Autophagie. Das da, ne? 200 Heilung. Du verbrauchst dein eigenes Blut, um deinen normalen und angesammelten Schaden sofort zu heilen. Okay. Der Vampir nutzt die Kraft seines Blutes, um normalen und angesammelten Schaden zu heilen, die Regeneration seines Fleisches, seine Nerven und seine Knochen zu erhöhen. Mit der Zeit kann diese Vampirfähigkeit sehr mächtig werden und so manchen unvorbereiteten Vampirjäger überrumpeln. Wir glauben, dass Vampire unsterblich sind, das ist wahr, aber wenn man ihre unnatürliche Regenerationsfähigkeit Ende setzen kann, sind sie schwächer als bedenken würde. Okay. Ja gut, du bist eine Stufe aufgestiegen und fühlst dich stärker. Okay. Haben wir noch irgendwas anderes, das wir leveln können? Warte mal, sind das die EP, die ich noch verteilen kann? Oder du hast genügend MP, um eine Angriffsfähigkeit freizuschalten. Wähle eine aus, schalte sie frei. Okay. Ja, was nehme ich denn hier? Klauen. Ein Schlag, wo kurz Reichweite, bis er ausschlitzt. Blutsperre, ist ein schweres Blut. LOL.
Telekinese mit Blut? Ja, sign me the fuck on, ey. Ja, damit. Das mache ich doch gerne. Achso, da stehe ich, ey. Der Vampir verwendet sein eigenes Blut und schleudert es wie ein Speer von sich. Diese Art von Kraft muss für einige Vampire lange Zeit kanalisiert werden, ist jedoch auf weite und mittlere Distanz so tödlich. Für Vampire, die den Nahkampf meiden möchten, stellt ein mächtiges, natürliches Werkzeug dar. Wenn du dem Angriff als Blutsaugers nicht entgehen kannst, dann versuch zumindest den Mund geschlossen zu halten. Boah, geil, ey. Ey, das Spiel, das ist wirklich uninteressant. It feels interesting. Yeah. Yeah. Yeah, I think I should. Yeah, I will definitely go back to that game next year when I'm done with a few other projects. Yeah, we should definitely keep that game in mind. Ja, bestätigen. Yeah, let's go, baby. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Oh Leute, was geht denn da unten gerade ab? Ewiger, du hast der reiche North Bank. Lol, will da gerade irgendwer eindringen? Lol, was geht denn da ab? Was ist hier? Ah ja. Ah, ich hab eine Knarre, okay. Gibt's keine Munition, oder? Was ist das? Ah ja, Uhr, okay. Ah, ich habe keine Munition. Okay, hab ich mir gedacht. Na gut. No ammo. Alright. Naja, was soll's. Hab ich die Gelegenheit, meine Kräfte einzusetzen. Where is it? It's closed. These people want me dead. I need to leave now. The game really looks dope, not gonna lie. I really like it. Huh. Don't know if it will remain that way, but for now. Oh, I can teleport. My head's spinning. Oi! I cannot enter. Can't? Komm da näher. I'm sorry. Abgenutzter Flock. Nebenwaffen können durch Drücken von wenn mit denen kannst du Spezialangriffe aus und die Ausdauer verbrauchen. So. Geil. Can I use this against other vampires? Because I'm very certain we will not just fight against humans. I'm still in Southwark. Over there! I must reach the West End. Go back home. Drücke, dann kannst du eine Schockschadens verursachen. Du kannst einen geschockten Feind beißen. Lol. Hey, Bro. Aua. Okay, drück dir einfach einen geschockten Gegner zum Beißen. Durch den Biss erhältst du Blut, das zur Fähigkeit verwendet wird und dein Balken auffällt. Alles klar. Tun wir das doch mal. A strength I never knew I had. Hat der was bei sich? Nee. Kann ich ihn auch so angreifen? Ach scheiße, ich wollte den schocken. Fuck, ich wollte den schocken, ey.
Lol. Ja, wie soll ich mich heilen? How do I heal? Hä? Ich hab doch gerade I gedrückt. Was will das Spiel von mir? The hell? What the hell? Was habe ich denn falsch gemacht? Wenn du nicht stark genug bist, denke daran, dass das Blut der Bürger, die beste... Ja, was auch immer. Ich fällt gerade ein, ich hätte mir vielleicht noch mehr Flaschen kaufen sollen. Das ist ja nicht so... Ist ja nicht so teuer. Oh, respawned. Oh, what? Over there! There's one of them vermin! Oh, this one... Over there! There's one of them vermin! Lol. Ah, blöder Schütze, ey. Ah, ich hätte 1 zum Heilen drücken müssen, okay. Das war die Taste 1. Was hat das noch? Like a child learning the limits of my body. Oh shit. Lol. Der hat eine Schrotze. Ja, Mann. Give me your blood. Give me your blood. You human vermin. Give it to me. Give me all your hair. Oh. Did I just learn how to make a Transylvanian accent? My strength, Nice. my reflexes. I'm not human anymore. Ja, Mann. Gebt mir eure Blechstangen hier. Und Aluminiumpulver. Und alles hier. Ich glaube, da müsste ich jetzt weitergehen, ne? Ah, aber ich gehe mal auf das Boot da. Sieht auch interessant aus. Give me all your blood, human vermin. Gebt mir all eure Blut, menschliche Abschau. Ich habe das Gefühl, im Englischen geht das irgendwie einfacher als im Deutschen. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. I cannot enter. Because we weren't invited. The dizziness from the jump. I can now control it. It's locked. Ah, von der Seite auch, oder I was? cannot enter. Okay. Naja. Oh. This is despicable. Lol. I can't believe I'm doing this. What will London have to say to me? Better to suck on humans, I guess. Also better than to suck on humans, I suppose. I've so many questions unanswered. Second.
Okay, let's go. Leimhausdock, Bezirk stabil. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Wechsel zwischen den Vampirsamen. Okay. Fresh blood. The smell is so strong. Ah ne, da kommen wir ja her, ne? Okay. Folge der Spur des Mörders. Yeah, give me a second. Game. Das nehme ich doch eben mit. So. Mal sehen. Da müssen wir rauf, ne? Where has everyone gone? Oh, eine Kiste. Die nehme ich doch eben. Die will ich mir noch eben holen. Aluminiumpulver, das sieht man doch gerne. Ich habe gar keine Ahnung, wofür diese Crafting Materials sind, aber Unterschlupf. Der Unterschlupf ist Bezirk verfügbar. Sieh auf deiner Karte nach. Ah ja, diese Y-Dinger, ne? Also hier irgendwo, oder was? Das ist direkt vor mir. Hm. Naja. Unterschlupf, da hast du eine Unterschlupf gefunden. Hier kannst du deine EP verteilen, während du dich ausruhst oder Gegenstände am Holztisch herstellst. Ah, Resident Evil ist durch. Nice. Alle auffüllen. Ja. Was ist das? Ah, hier kann ich Sachen craften, ne? Stimmt, wir sind ja eigentlich eine Art, wir sind ja eigentlich ein Arzt, ne? An Arbeitstischen kannst du Folgendes herstellen: medizinische Behandlung, um kranke Bürger zu behandeln, Sarah und dich selbst zu stärken, Waffenaufwertung der Waffen zu verbessern und anzupassen. Okay. Kann ich da irgendwas verbessern? Nee, okay, ich habe keine Ausrüstung dafür. Wie sieht es denn hier aus? Habe ich glaube ich auch nichts, ne? Okay. Da? Okay. Kann ich denn was craften oder? Ne, sieht nicht so aus. Na gut. Halt nicht. Guess oh, wait. Da ist gewöhnlich ein Griff. Ah, jetzt auf einmal. Okay. Machen wir das doch mal. Was haben wir denn jetzt? Ah, okay. Erhöhter verursachten Schaden 10% erhöhen. Ausdauerverbrauch um 10% senken. Okay. Zusätzliche Schockpunkte, wenn die Waffe trifft. Ausdauerverbrauch um 10% senken. Okay, die Knarre kann ich noch nicht verbessern. Ich glaube, ohne Munition bringt die mir jetzt auch gerade nicht so viel. Ja, ich würde sagen, verbessern als die Machete. Ah, Moment. Muss ich die erst verbessern oder was?
wie funktioniert das jetzt hier? Was ist das denn? Oh. Ah, warte, muss ich gedrückt halten? Nee, auch nicht. Hä? Wie mache ich das denn? Oder muss ich dafür... Ah, ich muss die zuerst so aufwerten, ne? Ja gut, okay. Aber dafür brauche ich noch einen Teil des gewöhnlichen Griffs und noch eine zusätzliche Bleibplatte. Na gut, wie sieht's denn hier aus? Nee, auch nicht besser, ne? Okay. Ja. Oder gibt's hier noch irgendwelche... Oder gibt's hier noch andere Crafting-Parts, die ich finden muss? Ah, warte. Nee. Okay. Also scheinbar kann ich jetzt doch nichts craften. Na gut. Okay, Spiel. Dann halt nicht. Okay. Scheinbar darf ich wohl doch gerade nichts craften. Na gut. Okay. Alrighty. Oh. Hi. Sprich mit den Anwohnern. Ich weiß nicht, ob ich in dem Aufzug, der jetzt zu denen hingehen soll. At last, a little life. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. Lol. Kümmert es euch gar nicht, warum ich so blutbefleckt bin? Hello, sir. Are you alright? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. Was ist das für ein Ort? What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Haben sie immer nachts geöffnet? Wo sind alle? You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. Was ist hier los? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. The murders? What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Über die Epidemie. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Ah, so heißt es auf Killed Englisch. so many Ja. last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I'll leave then. Thank you. Sie hat Angst vor mir. Kann ich ihr nicht verübeln. Considering how I look like. I'm a bit surprised they're not more startled by how I'm covered in blood. But guess I'm not the first person that looks like that. Several
patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. Oh, ich wollte eigentlich nur hier ein bisschen erkunden, ne? The killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. Would anyone? Well, that's something I can do for you. And who might you be? Okay. Unbekannt, drücke für Details. Was soll das heißen? Dr. Edgar Swansea. Gesund. Qualität des Blutes 6000 EP, okay. Ah, jetzt dürfen wir uns hier wohl entscheiden, wie wir weiter verfahren, ne? Dürfen wahrscheinlich dann auch die Art und Weise, wie wir jetzt mit dem interagieren, hat wohl Auswirkungen auf die weitere Story, ne? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Ich bin auch ein Opfer. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Ja. Also arbeitet er gar nicht mit den Vampirjägern zusammen, die uns am Anfang begegnet sind. Was ist das für eine Bruderschaft? And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Was wissen Sie? What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Mit wem haben Sie gesprochen? I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Okay, fair enough. Dann helfen Sie mir. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Ich bin nicht sicher. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine.
How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Ich werde ihn erledigen. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Frage die Anwohner. Ja, ich bin da ein bisschen... Ich habe da ein bisschen vorausgegriffen. Ich sollte eigentlich zuerst mit dem Barmann sprechen, ne? Can I have some privacy, please? Ja, ja, ist ja gut. Hast du ja... Oh, guck mal, was haben wir denn da? Ja, ich stehe 5 Schillinge, ne? Beklau dich mal ein bisschen. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Bestimmt. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Hinweis benötigt. Goodbye, Mr. Watts. Ich hatte so das Gefühl, ich sollte ihn vielleicht erst mal ansprechen, wenn ich diesen sogenannten Hinweis habe. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Ist jemand in die Bar gekommen? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Was ist hier los? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Wer ist diese Kanalratte? Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to your bottle then. I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. War das, oder? Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Thank you, miss. Goodbye for now. Ja, ich schreibe dir später noch. Erstmal sehr abhängig, noch ein paar andere Hinweise sind. Okay. Erschöpfung. Ja, lol. Wenn wir alle das potenzielle Opfer angezeigt oder was? Naja, Vampir halt, ne? Stimmt, der kam ja von hier rein, ne? Warte mal, war wir denn? It's locked, all right. Naja, da können wir nicht rein, okay. Ja, hier hatten die Blutspuren, interessant. Ja. Irgendwer verbirgt hier was. Frage die Anwohner. Okay, vielleicht soll ich doch lieber nochmal die Sabrina Cavendish nochmal kurz. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I can. Yes, sir?
I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Was ist heute Nacht What geschehen? happened tonight? He was dead drunk as usual. But my God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Warum haben sie eine solche Angst? Why are you so afraid? I mean, his skin, his hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Erzählen Sie mir von ihm. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Du hast eben einen Hinweis entdeckt. Dieser enthüllt eine geheime Information über einen Bürger oder über jemanden, mit dem in Zusammenhang steht. Das Vampir durch solches Blut, um dich zu entwickeln. Der Balken mit der Blutqualität zeigt die EP an, die du erhalten wirst, wenn du einen Bürger aussaugst. Okay. Tom und William Bishop waren früher mal gute Freunde. Tom Watts, das ist der Barkeeper, ne? Ja. Die Dyson Delaney, das ist der Typ, das ist der Trinker, der wir gerade gesehen haben. Okay. Ja, der hat das. Dann konfrontieren wir Tom nochmal. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Als Vampir kannst du einen Bürger mit Hilfe eines gefundenen Hinweises dazu bringen, Informationen preiszugeben. Blaue Dialogoption. Ist das diese... Das sieht aber nicht gerade blau aus. Bist du sicher, Spiel, dass es die richtige ist? Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Ach, ich kann ihn mit sein... Ah, okay. Dann benutze ich meine vampirischen, telepathischen Kräfte, um wen zu beeinflussen. Warum lügen Sie mich? Wer ist der? Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the cannon factory before it closed. Ist der gefährlich? Dangerous. Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Der lügt mich immer noch an, okay. Wie fällt es sich heute Nacht? Tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Warum lügen Sie mich an? Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Ich muss ihn finden. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay?
Okay. Oh, den verfolgen wir jetzt als den mutmaßlichen Mörder, oder wie? You best talk to Tom. Ja, ja. Ist gut. I'm occupied presently. Hello, sir. May I disturb you again? You're still ugly as sin. I'll leave you to your bottle. Okay. Okay. Machen wir mal weiter. Untersuche die Boote. Boote, okay. Mal kurz die Kamera, die Map öffnen. Da müssen wir hin, ne? Finde heraus, welcher Vampir ich geschaffen und konfrontiere ihn. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es sich nicht nach unserer Zielperson anhört. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city? Ich habe das Gefühl, der uns das angetan hat, hatte ein bisschen mehr Panache. Im betrunkener Seemann wirkte der nicht gerade, der uns gebissen hat. Und der immer noch zu uns spricht. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Boot untersuchen. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. This Warte, ist das der corpse has Seemann? been dried of its blood, just like the previous victim. Warte, ist das der Seemann, den wir jetzt konfrontieren wollten? This man was armed. He tried to defend himself. Ah. What's this? Some sort of note. Fehler der Wache von Priven. Ach, das sind doch diese Vampirjäger, ne? Betreff mehrere Tote bei den Docks. Wir glauben, dass ein dreckiger Blutsauger seine Finger im Spiel hat. Findet das Biest, schaltet es aus und zwar schnell. Achtung, laut jüngsten Berichten ist der Vampir äußerst brutal. Nähert euch nur mit größter Vorsicht. Ich weiß, dass wir in diesem Teil der Stadt zu wenige Männer haben, doch schickt keine Anfänger los, um der Sache nachzugehen. Wenn ich recht habe, tötet dieser Wilde jede Nacht. Sucht wie immer zuerst verlassene Orte ab, also alte Häuser, Keller, die Kanalisation der Lagerhallen. Vernichtet den Blutsaugerbrüder. Ja. These men, they're a company of professional vampire hunters. Ah, die haben mich wohl, ja, das sind wohl dieselben, die mich die haben mich dann wohl mit dem Mörder verwechselt, wa? There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Okay. Machen wir das mal. So. Bester Dock, Status des Bezirks stabil. Okay. Die Spur auf dem Pier. Jäger. Widerstände. Kontergriff. Außerhalb des Kampfes, Autos hinter einem Feind. Okay, den haben wir erledigt. Noch ein Opfer. Schusswaffen. Großteil der Schusswaffenausdrücke Richtung Maus versetzen, um sowohl normalen als auch Schockschaden zu verursachen. Oh, nice. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Warte, muss ich dafür extra ins Inventar gehen? Wie rüste ich die denn aus? Da muss ich echt was, das in dem Moment. Das reicht genau
Ich habe das jetzt nicht gerade genau gesehen. Also, wie muss ich die Waffe ausrüsten? Warte mal. Moment. Nee, auch nicht. Ja, wartet mal kurz. Da. Anvisieren, nächstes Ziel. Ah ja, rechte Maustaste. Moment, aber ist das nicht die gleiche Taste, mit der ich auch den Flock benutze? Nahkampfwaffe wechseln, Schusswaffe wechseln. Okay. Warte, welche Taste benutze ich denn dann den Flock denn? Na gut, probieren wir es mal aus. Karte des Gegners. Drücke V, um Gegner in der Nähe zu finden, ihre Karten anzuzeigen. Manche Gegner können gewissen Schadensarten besser widerstehen. Es gibt 4 Arten von Widerständen. Nahkampf, Fernkampf, Kräfte, Blutschatten. Augenschweiß auf eine mittlere Widerstandsfähigkeit, hat Rotinger wieder hohe Widerstandskraft. Okay, also bei Schläger bringen Schusswaffen scheinbar nicht wirklich viel. Okay, und wie sieht's mit dem... Warte mal, kann ich das denn wieder... Kann ich denn wieder die... Kann ich denn wechseln? Ich hab das so gerade... Kann ich hin und her wechseln? Steady, boys, we've got one of them. Warte, Schusswaffe, wie benutze ich die? Moment. Gib mir einen Moment, Bro. Muss mal ganz kurz nachgucken. Höre ich, wie ich eine Schusswaffe verwende. Ja, aber das ist doch die Taste, wo ich doch schon den Flock habe. Wie ich die Schusswaffe wechseln soll. Was stimmt mit der Steuerung hier in dem Spiel nicht? Keine Ahnung. Weird. Pretty weird. Lol, die haben das da gar nicht gehört. Ja. Das ist kompetent wirkt der Typ aber nicht gerade. Warte mal. Ja, vielleicht ist es ein bisschen intuitiver, weil ich einen Controller benutze. Probier's mal. So. Gucken wir mal. Warte mal. Moment. Nee, aber auf die Joystick-Steuerung reagiert er auch nicht. Also ich meine, wenn ich das Steuerungskreuz benutze, da reagiert er auch nicht drauf. Weird.
Okay. Der Taste renne ich dann. Lol, man rennt mit B? Wer hat sich das denn ausgedacht? Bisschen weird, oder? Tja. Ich bin daran ein bisschen überfragt. Jetzt kann ich da keine Schusswaffe verwenden. Weird. Wartet mal. Vielleicht funktioniert das wirklich mit Controller besser. Warte mal. Nebenwaffenangriff, Hauptwaffenangriff, aha. Hier sind medizinische Untersuchungen, Kamera. Hauptwaffe, Nebenwaffe wechseln. Ah. Nee, geht aber auch nicht. Schon weird. Warum kann ich keine Schuss? Warte mal. Da muss ich die doch irgendwie erstmal ausrüsten. Ah. Ja, ich hätte das hier rüber machen müssen. Okay. Ja gut. Dann hat sich das wenigstens auch mal geklärt. So. Okay. Widerstände. Ah, mit dem funktionieren Schusswaffen ganz gut. Okay. Ja gut, dann kümmern wir uns mal um die. Kann ich nochmal Gegner anvisieren? Ah ja. Mit dem funktioniert der Knarre ganz gut, ne? Da war noch einer, ne? War da echt noch einer? Da war noch einer von denen. Gerade unterschreitet, von unterschlüpfen, okay. Gut zu wissen. Neue Praktiken, neue Taktiken. Ah, toller Reim. Ach, ich habe eine... Ah, ich kann Level up machen. Okay. Ja, wo muss ich erst mal zu meinem Unterschlupf? Das ist ja gerade nicht wirklich... Gut, ja, ich denke mal, wir werden dabei bleiben, mit Controller zu spielen. Es wirkt doch einfacher. Ah, da ist ein Unterschlupf. Praktisch. Der Unterschlupf ist so Ausruf verfügbar. Sehr gut. Okay. Ah, noch eine arme Sau, die es erwischt hat. Ah, können wir jetzt endlich mal was craften? Oh, Münzen. Nehme ich doch mal mit. Können wir jetzt endlich mal was upgraden? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Na schön. Wie sieht es mit dem Block aus? Auch nicht. Machete doch, oder? Yes. Okay. Nice. Sehr gut.
Verursachten Schaden um 10% erhöhen. Ja, machen wir doch mal. So. Sehr schön. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben 65. Was können wir denn damit aufrüsten? Erhöht deine Gesundheit, erhöht deine Ausdauer, Blutkapazität, erhöht deine Blutkapazität, erhöht deine Blutaufnahme, wenn bis zum Kampf verwendet wird. Also, ich würde mal sagen, wir machen einmal das hier. So. Dann einmal, guck mal. Erhöht den verursachten Schaden, wenn bis zum Kampf verwendet wird. Ja, ich denke mal, wir nehmen das hier. Nice. Nein. Ach, ich muss ja auf Bestätigen drücken, stimmt. Die folgende Nacht. So. Let's go. Ach, respawnen dann Gegner wieder, wenn man es, oder... Ist ja wie in Dark Souls, ey. Watch out! Christ! He's dead! Fuck, it's fast! Ah, das konnte ich ja gar nicht aussaugen, ey. Ja, ich würde mal sagen... Oh, fuck. Ah, ist noch mehr von denen. Ah, da unten ist noch einer. Ich glaube, sonst habe ich den Dreh raus. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht sollte ich doch lieber. Wartet mal. Ja, mir gefällt die Controllersteuerung. Ich finde das irritierend. Wieso ist der über B rennen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wie sieht sich denn sowas aus? Kann man das irgendwie ändern? Nee, man kann. Nee, zwischen Steuerungsschemata kann man wohl nicht wechseln. Na gut, dann halt nicht. Muss ich mich wohl noch dran gewöhnen. Okay. So. Müssen den Blutspur folgen. Ah, die Kiste haben wir gleich abgebrochen. Haben wir uns sogar angesehen. Abgenutzte Lupara. Eine abgesägte Schrotflinte, die als Abwehrwaffe kurze Distanz eingesetzt wird. Wie viel Munition hat die?
Steht irgendwo, wie viele Kugeln die verwendet? Ja, nee, ich glaube erst mal mit Revolver. Ja, ich glaube, hier waren wir ja schon, ne? Ja, nee, im Unterschlupf ist aber auch niemand. Ah ja, wir müssen über die Brücke da, ne? Okay. I have this thirst for blood. Machen wir hier lang. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Oh. Wer ist das denn? William. As one, we shall overcome this. We've done it before. No. I had a drink outside tonight. Benutze Sensor. Du hast eine zweihändige Waffe aus der Küste und ihre Spezialfähigkeit. Mit der Sensor können zum Beispiel Angriffe pariert werden und wenn im richtigen Moment ausgeführt, Gegner schweren Schockschaden erleiden. Wartet mal. You're my last and dearest friend. William, I am. This place reeks of bloodshed. Gleich unser erster Bossgegner. Will, please, let go of me. This creature is bedeviled. I must put it down. Wieso kann ich nicht... Hey, wieso kann ich nicht ausweichen? Ah ne, stimmt, B macht man das ja. Scheiße. Okay. Ach Mann. Du wurdest besiegt. Ja, no shit, Sherlock. Ach Mann, ey. Ja, ich würde sagen, wir machen noch den Bosskampf und dann wechseln wir das Spiel wieder. Dann gucken wir mal, ob wir Resident Evil noch mal zum Laufen kriegen. Aber erst mache ich dann eine halbe Stunde Pause. Lol, ich muss jetzt hier wieder, ach Mann. Aber meine EP behalte ich doch, oder? Jetzt euch mal. Ja, was soll's, ich kill die trotzdem nochmal. Ich brauch das Blut. Habe ich denn meine Sense weg? Ist es noch? Ah ja, habe ich, okay. Blut. So. Da oben war noch einer, ne? Ja. Ja, scheiße.
So. Das nehme ich noch eben mit. Hat wirklich schon was zu Dark Souls, ne? This creature is bedeviled. I must put it down. Ja, scheiße, das braucht wirklich ziemlich viel Ausdauer, ne? Na gut, dann wechsle ich doch lieber zu einem anderen Stil. Ja, gut, Junge. So. Scheiße. Ah, shit. Okay, den haben wir erledigt. Überprüfe das Opfer. William was an honorable man. I could have saved Ach, das ist das Dr. Swordsy. Are you in there? We knew him well. Another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Boah, ich muss sagen, das Spiel interessiert mich immer mehr. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Ah, also untersuchen wir ihn noch, ne? This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted.
And the woman? What... who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed, marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming.
Wenn ich immer anfange, Fragen zu stellen, wenn ich bei der Nachtschicht ständig nicht da bin. Analysiere William Bischofs Blut im Krankenhaus, okay. So, was geht denn da ab? Holy shit. Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Oh, ich habe jetzt die Entscheidung, den Typen auszusaugen oder... Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Warte mal. Qualität des Blutes, okay. Ja, ich darf jetzt eine Entscheidung treffen, ne? Ja, was mache ich jetzt hier? Ja, komm, let's go. Insult me again and I'll put an end to your misery right now. All right, sorry. I am in pain. Ach, ich drohe ihn ja nur, Mann. The guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Better, lol. Blutqualität halt an, wie viele EP du von einem bestimmten Burger erhältst. Je höher die Blutqualität ist, desto mehr EP erhältst du. Okay. Mesmerisieren. Um das Blut der Beute auszusaugen, musst du sie zuerst in den Band ziehen, um sie so an einer Stelle zu führen, die andere Bürger nicht sehen können. Deine Bandstufe muss genauso hoch oder höher als der Widerstand des Bürgers sein. Drücke LB, um Clay in dein Band zu ziehen. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Folge der Rückspur, das Opfer in die Schatten zu bringen. Warte mal, kann ich mich auch dazu entscheiden, ihn am Leben zu lassen? Ich meine, es ist sicher, die Moralapostel zu spielen, ne? Ich will nur wissen, ob das überhaupt geht. Oder ob ich jetzt, oder ob ich ihn jetzt töten muss. Ah, warte, ich glaube, das... Wird das schwächer? Nee, ich glaube, das Spiel ist mir jetzt gar keine andere Wahl, ne? Ah, na gut, dann machen wir das halt. Dann werden wir diesen, na gut, ich meine, er hat den anderen Mann da abgestochen, ne? Also ganz unschuldig ist er jetzt sicher auch nicht. Wahrscheinlich auch mal Lunke. Ja, trotzdem. Das ist ja trotzdem Mord, was wir hier gerade begehen. Ein tückischer Mord, um ihn auszusaugen. Drücke A und wähle, ob du Clay Cox entweder aussaugst. Ah, okay. Wenn du ihn aussaugst, wird dir eine große Menge EP gewählt, jedoch hat das Konsequenzen, sei dessen bewusst. Je mehr du über Bürger weißt und je mehr Hinweise über sie findest, desto mehr EP geben sie dir. Okay. Ja, komm, scheiß drauf. Das ist so noch ein Horror-Stream. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you.
kill you. I'll kill you. Ah. Ich bekomme dann auch was. Ich nehme dann auch einen Teil ihrer Persönlichkeit auf, ne? Interessant. Ja. Gut. Boah, dieses Spiel gefällt mir immer mehr, ey. Als es damals rauskam, dachte ich mir so, pff. Weiteres zweitklassiges Arcade-Action-Spiel, ne? Aber es macht schon Spaß. Hat schon was auf jeden Fall. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Ja. Gut. Ich würde mal sagen, dann machen wir jetzt aber Schluss an der Stelle. Ich werde jetzt eine halbe Stunde Pause machen, um mir ein bisschen mehr Cola zu holen, falls der Supermarkt noch auf hat. Und ja. Vielleicht mache ich auch was zu essen, keine Ahnung. Wir machen dann mit Resident Evil weiter, hoffentlich. Und sonst suche ich mal ein anderes Spiel raus. Ja. Genau. Dann bis gleich, Leute. Wir sehen uns. Ich hasse sowas. Warum macht er das immer? Achso, das heißt, weil ich den einen Typen jetzt gekillt habe, habe ich eher zum Verfall des Bezirks beigetragen. Okay. Tritt das Pembroke Hospital, alles klar. Ja, ich weiß auch nicht, ich glaube... Ich habe das Gefühl, ich bin für solche Horror-Games einfach nicht richtig gebaut, ey. Ich kann Games spielen, die so ein bisschen Horror haben, aber so komplett, ne? So vor allem diese Survival-Horror-Spiele. Nee, ich komme damit irgendwie nicht klar, keine Ahnung. Ich traue mich irgendwie nie so ganz heran. Schlimm bei mir. Okay. Betritt das Pembroke Hospital. Ich muss sagen, der Burger schmeckt gar nicht mal so scheiße. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Oh, ist ein bisschen snappy, was?
It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. In deinem Büro im ersten Stock. Okay. erstmal Medikamente klauen, ey. Lol, was ist denn mit dem? Ah ja, infiziert, wa? Der spielt ja jetzt noch mitten während der spanischen Grippe, ne? Dass der Krieg doch nicht mehr vorbei war. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Ach, okay. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. Oh, ich habe sogar so ganz rein zufällig. Lol, ich kann ihn als Opfer auserkoren. Okay, scheinbar kann ich wohl theoretisch jeden das Blut aussaugen. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped from the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Ah, okay. Eine Sidequest oder was? Eine neue Bürgeruntersuchung ist verfügbar. Okay. Kannst du eine Bürgermission beginnen, die du mit deine Karte. Okay. Wie kann ich die Quest annehmen? Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you.
I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Da sagst du was. Okay. Okay, und woran sehe ich, welches Teil ich gerade brauche? Ah, perfekt. Ich kann das hier vergleichen. Sehr schön. Ah, klasse. Ich habe schon alle Teile zusammen für eine Verbesserung, oder was? Okay. Aber es kann sicher trotzdem schaden. Warte mal, Teil ist das. Hey, wieso kann ich mir nur dieses Ball da ansehen? Was ist meine übrigen? Ach so, ich kann die Folgen. Ach so. Ach, ich kann jetzt Sachen verkaufen, oder was? Okay. Ja, ich würde sagen... Was ist denn hier Wertgegenstand? Ah, da. Ein einfacher wertvoller Ehering, der Clay Cox gehörte. Oh. Oh shit, das ist der Typ, den wir letztens das Blut ausgesaugt und getötet haben. Also ermordet. Damn. Ich bin wirklich, dass ich ein schlechtes Gewissen deswegen habe, wa? Ja, das ist ihm gelungen. Milton Schrotflinte. Okay, dafür brauche ich 350 Schillinge. Die habe ich jetzt nicht. Mal cool für Revolver, das ist Parabellum-Pistolen. Schrotpatronen. Das gewöhnlichen Griffs. Na gut, finde dein Büro im ersten Stock. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Ah, ich trage jetzt eine vernünftige Kleidung. Das ist cool. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Ja. Ich glaube generell wäre es nicht so eine gute Idee, dass wir an irgendwen operieren. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy.
in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Don't waste your time with me. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Fühlen Sie sich gut hier What do you beraten? think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Ein bisschen versnobbt ist die wohl, ne? Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Oho, hat sich wohl bestechen lassen. Sie hat ihnen Geld für ein Bett abgenommen? She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. So. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Ja, warte mal. Das Bild von dieser Lady da gerade. Diese Krankenschwester. Ich habe einen Umriss von der bei dem Krankenwagenfahrer gerade gesehen. Die scheinen wohl zusammenzuarbeiten. Okay. Goodbye, Mrs. Goswick. Ja gut. Good evening, sir. Doctor. Sind wir mal mit dir. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. Oh shit, wurde er gebissen? This pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. Das sieht aus, als wäre er gebissen worden. No. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Okay. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all. Ja. Ich hab's kapiert. Ruhen Sie sich gut I'll aus. let you get some rest then. I'm alright. Don't waste your time with me. Das sieht aus wie ein vampirischer Outbreak, der... Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Das sieht aus wie ein vampirischer Ausbruch in der Mache.
Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured, you're in good hands here. Ja, so sehr überarbeitet gerade. It's my mother. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. I'm alright. Don't waste your time with me. Ich glaube, da sollten wir schon etwas mehr im Auge behalten, wer weiß. Nicht, dass er sich gleich in ein Vampir nicht, dass er sich noch später in ein Vampir verwandelt und dann über alle anderen herfällt. Das wäre nicht so gut. What can I do for you, Doctor? Ja, mit dem haben wir schon geredet. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Okay, wir haben jetzt hier einen Dialog Tree. Praktische Arbeit ist auslaugend, ich helfe Ihnen gerne, Schmeicheleien bringen nichts. I'll give you some advice, but understand that nothing beats practical experience, which can be exhausting and solitary work. Of course, sir. And don't worry, I will never allow myself to be a burden, neither to you nor this hospital. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail.
You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Harvey Fiddick. Ah ja. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Goodbye, Dr. Strickland. Okay. This is Dr. Ackroyd? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Lol. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've Ach ja, erst und ihre Egos. But I believe this hospital could use all the help it Weißt can du, get. Götter, ne? You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. You are going to change your tone with me, my dear colleague, and very quickly. I don't think so. Perhaps you think yourself protected by Dr. Swansea, but I am still a free man, and I will speak to you the way I want. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Hat er nicht unrecht. Denke ich mal. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame,
Or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Appetitlich ist er eigentlich. 2600 EP. Okay. Schlechte Erinnerungen an ihre Zeit beim Militär. Ja. Ich denke schon über nach ihm jetzt zu snacken. Keinerlei. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Weshalb wollen Sie den Eingriff vornehmen? Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Ja, ich muss ja schon eine Entscheidung treffen. Ich wollte eigentlich eher sein Urteilsvermögen noch in Frage stellen. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. Beeinträchtigt die Realität Ihr Urteilsvermögen? And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Thank you for your time. We'll talk later. Ja, haben wir schon geredet, ne? Das war jetzt das ist Dr. Ackroyd. Richtig, ich wollte ja noch mit der einen da sprechen. Dieser Krankenschwester da. Im Namen der Barmherzigkeit, Sie verlassen sich auf. Die Krankenschwester wird jetzt gebraucht. Wählen Sie sich beim nächsten Registrierungsbüro des Ministeriums, oder? Okay. Cool. Ah, eine Kiste. Nehme ich noch eben mit. Cool. Okay, was haben wir noch? Prevent Disease. Verhindern Sie Ansteckungen. Unbedachtes Spucken, Schneuzen und Husten verbreitet die Grippe. Sie verbreitet sich durch Tröpfchen aus Nase und Rachen. Huste sich in der Öffentlichkeit. Oh, was ist denn mit der? Die sieht ziemlich fertig aus. Miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Oh shit.
Vielleicht ist sie auch einfach nur verrückt, aber... Ja, also gemessen daran, dass Vampire in dieser Welt wirklich echt sind. Ich meine, wir sind ja selber einer. Ja, werde ich vielleicht mal... Ich die vielleicht mal genau unter die Lupe nehmen. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Ja, ich glaube, die arme Frau ist einfach nur krank. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Beschreiben Sie mir dieses Gefühl. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Cotard-Syndrom. Das gibt's wirklich, ne? Ich habe davon irgendwo mal schon gehört. Aber der Begriff sagt mir gerade nichts. Was ist das? I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Ja, die ist kein Vampir. Einfach nur eine arme Frau, die psychotherapeutische Hilfe benötigt. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Unbekannt. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Oh, ich meine, ich habe schon... Wie viele Vampirjäger haben wir inzwischen getötet? Oh, schon einige. Aber Scherz beiseite, ja, die arme Frau, die ist offensichtlich psychisch krank. Braucht Hilfe. Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Okay. The daily routine. Ist der connected zu der da hinten? Zu der? Lol, ist mit meiner Sprache los heute. Damn. The pain. It's here again. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. Oh. I don't think you Ja, can das help sieht ziemlich I'm übel Dr. aus. Reed. I've recently taken the Sind das position of Verbrennungen? head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Ich habe das Gefühl, die Entwickler sind Blues Brothers Fans. Ich
Ich meine, der Arzt, der gerade hat, hieß mit Nachnamen Aykroyd und der heißt jetzt mit Nachnamen Elwood. Hm. Na, weil der Aykroyd der Typ ist, der Elwood in Blues was gespielt hat. Persönliche Fragen. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Oh, yeah. Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Ja, fair point. Weil während des Ersten Weltkriegs war es so, dass die Offiziere meistens ne, in der relativen Sicherheit der Schützengräben geblieben sind, während sie die Soldaten ne, in regelmäßigen Intervallen den sicheren Tod geschickt haben, ne? Ja, zumindest die höheren Offiziere, ne? Die ganzen Captains und also die ganzen Captains, also Hauptmänner und Stabsoffiziere und Generäle, ne? Ich meine, klar, davon sind sich auch welche gestorben, wenn Artilleriegeschosse da eingeschlagen sind, aber in der Regel war es schon so, dass zumindest die höheren Offiziere von den schlimmsten Verlustraten verschont geblieben sind. Indem sie einfach schön in den Schützengräben hocken konnten, während die Millionen junge Männer in den Tod geschickt haben, um von Maschinengewehrnestern niedergemäht zu werden. Über Miss Horcrofts Krankheit. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. Die flirten miteinander. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Ja, aber du nutzt ihren Zustand aus. Das ist nicht cool, Bruder. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. Deswegen die Verbände, oder was? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Wir leben in London. Wie gefällt es Ihnen bei uns? How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Phantomschmerz oder was? Kann ich etwas tun? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Ja. Phantomschmerz. So nennt man das, ne? Psychosomatisch. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak.
but be assured I'm smiling inside. Das hört sich aber nicht so an, mein Freund. Du wirkst verdammt traurig. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. It's here again. I wonder what your last thoughts would be, sir. Ach, die ist da jetzt wieder. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Ach, der Sir, I must apologize. Der Priester, den wir gerettet What do you haben. mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers trade union. The wet boot boys are very nervous since they lost their leader. Ah, der klingt irisch. Ah, Sean Hampton. Wer führt die Gang jetzt an? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Oh shit. Ich hab einen Gangleader umgebracht? Oh Gott. Damn. Scheiße. Oh Gott. Ja. Was habe ich da angerichtet, ey? Wird es jetzt Bandenkriege geben oder deswegen oder was? Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Sie waren in William Bishops Versteck. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead.
She left the docks many months ago. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Also bei Swansea hat es funktioniert, als wir ihnen im Wirtshaus zum ersten Mal begegnet sind. Sind Sie ein Priester? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Ach, ist kein Priester. So. Aber auf jeden Fall Prediger. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Okay. I cannot enter. Irisch-katholisch nehme ich mal an, wa? Ich meine, er ist mit Vornamen Sean und hat einen deutlich erkennbaren Akzent. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Erzählen Sie mir von Thomas Elwood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Okay. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. I wonder what your last thoughts would be, sir. In the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening, sir. Doctor. Ich will mal kurz mit dieser einen Krankenschwester da sprechen. Und mit Mr. Hooks. But the suffering continues. Das hat nämlich gerade nicht. Das trägt nämlich nicht gerade so guten Ruf unserer Praxis bei, wenn die hier einfach so. Wenn die hier einfach so sich dafür bestechen lassen, den Leuten bessere Betten zu geben. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Naja, ich muss wohl die Krankenschwester erstmal verhören. Wo ist sie denn? Warte, war die noch hier? Wo ist... Ah, da drüben, da bist... Nee, das ist, wer ist das? Good evening, sir. So it is true. Die kennen wir noch gar nicht. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment.
It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Ja, ich meine, wenn er überhaupt im Büro ist, ne? Das scheint ja auch... Ich meine, der hat ja auch den Nebenjob als Vampirjäger, ne? What can you tell me about the staff? Ja, okay. Goodbye, Dr. Tippett. Okay. Ja, ich wollte jetzt eigentlich mit dieser Krankenschwester da reden. Wo ist sie denn? Wo ist diese bestechliche... hier ist sie nicht, ne? War die doch hier, glaube ich. Wo ist sie denn? Ah, ist sie das vielleicht? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke. Ach, das ist die der Tippets gerade gelobt hat. It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised. But I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippets. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Okay. Ja, ich theoretisch Matchmaker für die beiden spielen. Why does Dr. Tippets claim you're the main reason he keeps working?
despite his fatigue. If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. So, ja. Ich dachte mehr so, Richtung, dass er dich vielleicht mal auf einen Kaffee treffen will oder so. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Alright. So, wo ist denn jetzt die... Wo ist denn die bestechliche Krankenschwester, die ich mir vorknöpfen will? Wo bist du? Mit der will ich noch reden. Where the fuck are you? Warte mal. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht gesehen. Ah, das ist sie. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Ja, die war Jonathan das. Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Ich würde sagen, ich mache mal kurz 5 Minuten Pause. Ich will mir kurz was zu essen machen und bin gleich wieder da.
So, weiter geht's. Wie ist die Lage hier? How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. Ach, scheiße. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, Nurse. Sorry, I'm exhausted. Scheiße. No one has any idea when this epidemic will be over. Kühlen lassen. How long have you been a nurse? Or long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. I don't like your attitude, Nurse Hawkins. Pessimism can be as lethal as the epidemic in times like these. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Habe ich nicht schon das mit dem, weiß ich nicht schon darüber Bescheid, dass die Gegend jetzt erst gleich Betten reserviert? Wieso konnte ich sie jetzt nicht damit konfrontieren? Na schön, dann rede ich erstmal mit Milton. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Goodbye, Milton. Wieso konnte ich jetzt diese Hawkins nicht konfrontieren? Ich meine, wenn sie korrupt ist, will ich das schon gerne geklärt wissen. Allein schon, um mich vielleicht mich da selber daran zu bereichern. Ja, ich glaube, das lese ich jetzt hier alles vor. Ja, komm. Denkt darüber nach, Anstellung Pembroke Hospital zu kündigen. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed.
Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. Goodbye, Nurse Hawkins. Okay, scheinbar interessant ist, dass sich das hier korrupt ist. Na gut. Ich dachte, wir können sie jetzt halt konfrontieren oder so. Okay. Scheinbar nicht. So, höchstens nur, das war jetzt also eigentlich nur ein weiterer Teil ihrer Persönlichkeit, um dadurch sie besser aussaugen zu können, falls wir das wollen würden. Naja. In einem Büro im ersten Stock. Okay. Gehen wir mal rüber dahin. Warte mal, sie sagte doch erster Stock, gleich links letztes freies Zimmer, ne? This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Ja, ich glaube, ich lese das mal nicht alles. Ich lese jetzt mal nicht alles vor. Ja, könnt ihr pausieren und euch das eben durchlesen, wenn ihr mögt. Analysiere William Bischofs Blut an Arbeitstisch. Ah ja, stimmt. Müssen wir machen. Was ist das? The flower's dying. It needs water. Ja, Moment, wir wollten ja den einen da analysieren. Na, warte mal. Ach, hierüber geht es, okay. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now.
Blutbarriere. Ich glaube, ich nehme mal... Unterbrichst jetzt Blutzirkulation in den Venen deines Ziels und machst es wehrlos. Oh, das klingt böse. Nehmen das. Das klingt verdammt finster, ey. Ja, das nehmen wir. Das hört sich aber auch gut an. Vampire, die auf fürchten Schadensteile sind mit der Fähigkeit, Widerstandsfähigkeit vertraut. Diese Blutfähigkeit schützt der Vampir vor direktem Schaden. Leider hält die Vampire nicht daran, von Gegnern gegriffen zu werden. Okay, was noch? Ah, ich glaube, der Ausdauer wäre allerdings auch nicht schlecht. Oh, das ist interessant. In dieser Nacht beeinflusst seine Taten und ihre Konsequenzen den Gesundheitszustand der Bezirke. Er kann sich auch dadurch verschlechtern, dass sich Krankheiten den Bürgern ausbreiten. Wichtige Ereignisse im Bezirk. Je mehr Leben du nimmst, desto schlechter steht es um einen Bezirk. Wenn der Gesundheitszustand eines Bezirks unter kritische Grenzen fällt, versinkt der Bezirk im Chaos. Du entscheidest über das Schicksal eines Bezirks. Okay. Oh shit, weil ich den Typen gekillt habe, oder wie? Clay Cox, 30 Jahre alt, männlich. Ein ziemlicher Gestalt, die keine Rücksicht auf andere Namen, abseits vielleicht von seiner Frau Edwina. Er war der Anführer der Red Boot Boys, einer einflussreichen Gang aus der gesetzlosen East End Dogs. Die von der Gang aufgestellten Regeln galten nur für Außenseiter und Mr. Cox selbst war für einen großen Teil des Schwarzmarkts verantwortlich, von denen der Bezirk derzeit geplagt wird. Mr. Cox, gleichsam zäh und selbstsüchtig, schien alle anderen Menschen lediglich als Beute, Feinde oder Werkzeuge zu achten. Er sah Edwina als ein weibliches Gegenstück an. Sie war die einzige Frau, die er jemals respektierte. Vielleicht, weil sie die einzige war, die es jemals wagte, ihm Widerstand zu leisten. Jedoch wurde sie in seinem letzten Gedanken übergangen, denn Mr. Cox war zu beschäftigt, die Welt zu verfluchen, während ich ihn tötete. Okay. Ja, okay, also er war schon eine ziemliche Drecksau. Ja, gut. Okay, wir sollten... Ja, okay, dann... Ich schätze mal, da müssen wir uns nicht unbedingt zu schlecht darum fühlen, dass wir ihn getötet haben. Okay, sein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert, ne? Erschöpfung. 30% Verlust der Blutqualität. Lol. Okay. Behandlung gegen Erschöpfung. Warte mal. Achso. Das machen wir dann anders. Anderweitig, ne? Okay. Na denn. Ah, ich habe wohl mit den drei noch nicht geredet. Okay. Stütze, Dorothy Crane. Ach, das ist das ist doch die Oberschwester von uns, ne? Also das ist doch die Oberschwester hier, oder? Ja, zumindest eine von denen.
Sean Hampton, ah ja. Da ist ein Delaney, ah ja, der Typ in der Bar, der getrunken hat, genau. Ja, an die drei erinnere ich mich. An die drei hier erinnere ich mich noch. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Ja, ja. Gut, ich würde mal sagen, wir machen dann jetzt erstmal, ja. Machen wir jetzt mal Schluss. Ich denke, das war's erstmal bei diesem Stream. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt 3 Uhr morgens. Ich würde jetzt mal langsam den Sack zumachen, ohne dabei jetzt zu sexuell klingen zu wollen. Ja. Ja, also Vampyr hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Ich denke mal, ich werde da auch noch im Laufe der nächsten Monate versuchen, das auch mal als Projekt durchzuspielen. Ja. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch einen Halloween-Stream machen werde, weil der letzte war ja relativ misslungen und dieser hier, ja, ich weiß auch nicht, ich habe im Endeffekt ja nur narrative Games, also Games wo die Story sehr wichtig ist und weniger der Horror, ne? Die habe ich am meisten gespielt letztendlich und das verfehlt ja so ein bisschen den Sinn eines Horror-Streams, ne? Und daher, keine Ahnung, das Gefühl, so pure Horror-Games, insbesondere so Survival-Horror-Spiele, ja. Ich habe das ja schon vor einer Stunde gesagt, das ist das Gefühl, das ist nicht so wirklich was für mich im Endeffekt. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich wieder ein paar Spiele für mich entdeckt, die ich auf jeden Fall mal ordentlich Let's Play bzw. streamen werde. Sei es Alan Wake oder Vampire. Scheiße, vielleicht sogar Outlast oder... Ja, das muss ich auch über 10 Jahren ja auch mal durchspielen, ey. Naja. Gut, ich würde mal sagen, das war's dann jetzt. Und ja, dann habt noch eine schöne Nacht. Schlaft gut und wir sehen uns dann beim nächsten Dishonored 2 beziehungsweise Death of the Outsider Stream, beziehungsweise ja, vielleicht wieder Baldur's Gate 3 oder GTA 5, wenn ich mal meinen Hintern dazu hochkriege. Okay, dann bis dann. Bye. Bis dann.